we are come together to offer this Holy Mass. Vater, wir sind zusammengekommen, um diese heilige Messe dir darzubringen. We join our hearts with the entire Catholic Church. Wir vereinen unsere Herzen mit der gesamten römisch-katholischen Kirche. In a very, very special way, with all those who speak German language. Auf eine sehr besondere Art und Weise mit all jenen, die Deutsch sprechen. People in Switzerland, people in Germany and Austria. Menschen in der Schweiz, Menschen in Deutschland, Menschen in Österreich. And all those who are working in these three countries from other countries. Und all jene, die in diesen 3 Ländern arbeiten, die auch aus anderen Ländern sind. Lord, we pray that you send your Holy Spirit powerfully during this Mass on all those who are in these 3 countries and bring them back to you. Herr, wir beten, dass du deinen Heiligen Geist machtvoll hinaussendest bei dieser heiligen Messe über all jene, die in diesen 3 Ländern leben und arbeiten und dass du sie zu dir zurückführst. My Jesus, in a very, very special way, I join my heart with Father Florian and Father Rainer and Parish of Manjackal. Mein Jesus, auf eine besondere Art und Weise vereine meine Herzen mit dem Herzen von der Florian und der Rainer, der Vater der Mariengasse. I remember from 2000, the many retreats and programs I conducted there, and all those people who have participated in those programs. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2000 und all die Veranstaltungen seitdem, die ich dort gehalten habe und an all die Menschen, die dort an diesen Veranstaltungen teilgenommen haben. Some passed away. Manche sind dahingeschieden, Like Sister Edith, who passed away 2 days ago. wie Schwester Edith, die vor 2 Tagen wieder nach Hause gegangen ist. I join my heart with all of them to offer this Mass. Ich vereine mein Herz mit ihnen allen, um diese heilige Messe aufzuopfern. In my heart I bring all those who participate in my retreat in Europe. In meinem Herzen bringe ich dir, Herr, all jene, die bei meinen Exerzitien gewesen sind und dann dahingeschieden sind, hier aus Europa. I pray the blessings of this Mass fall on the living and on the dead. Ich bete, dass die Segnungen dieser heiligen Messe über die Lebenden und die Toten kommen mögen. Mama, we are standing with you at the foot of the cross. Mama, wir stehen gemeinsam mit dir am Fuß des Kreuzes. Pray for us, pray for our families, pray for our church. Bete für uns, bete für unsere Familie, bete für unsere Kirche. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Gloria, hallelujah, 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 hallelujah. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Mass should be something most important in our life, my children. Die heilige Messe muss das Allerwichtigste in unserem Leben sein, meine Kinder. When you look at us, there are five or six priests here. Wenn ihr uns ansieht, es gibt hier 3 heilige Priester, 4 Priester sind es hier. You must know there are about 500,000 priests in the Catholic Church. Ihr müsst wissen, es gibt mehr als 500.000 Priester in der katholischen Kirche. Whenever we offer a Mass, see in spirit all these 500,000 priests and pray for them, pray with them. Wann auch immer wir die heilige Messe aufopfern, so sieht im Geist diese 500.000 Priester und betet mit ihnen und für sie. As you know, we are only servants of Jesus, only the celebrants of the great deed of the Holy Mass. Wie ihr wisst, wir sind nur die Diener Jesu, wir sind jene, die dieses große Werk der heiligen Messe feiern. This is not the Mass of Father James, not the Mass of Florian or Gerhard, it's a Mass of Jesus Christ. Das ist nicht die heilige Messe von Pater James, nicht die heilige Messe von Florian oder Gerhard, das ist die heilige Messe Jesu Christi. So, don't choose priest for your Mass. You are going every day to the Mass of Jesus Christ. Seid nicht wählerisch mit euren Priestern für die heilige Messe, sondern ihr geht jeden einzelnen Tag zur heiligen Messe Christi Jesu. You will read here in the first reading from 1 Corinthians, this is a celebration of the passion and death of Jesus. Ihr werdet dann bei der ersten Lesung hören, also im 1. Korintherbrief, das ist die Feier des Leidens und des Todes Jesu. And in this Mass and every Mass, we receive all the blessings Jesus brought on Calvary. Und bei dieser heiligen Messe werden wir alle Segnungen empfangen, die Jesus auf dem Kalvarienberg gebracht hat. Forgiveness,
liberation, healing, new life. Vergebung, Befreiung, Heilung, neues Leben. All that he brought on Calvary will be given at every Mass, because this is a reenactment of the sacrifice of Calvary. Alles, was auf dem Kalvarienberg vollbracht wurde, wird bei jeder einzelnen heiligen Messe vollbracht, denn das ist eine Wiedervergegenwärtigung des Opfers auf dem Kalvarienberg. And every Mass is offered for all those who believe in Christ, especially Catholics all over the world. Und jede einzelne heilige Messe wird für all jene aufgeopfert, die an Jesus Christus glauben, insbesondere für die Katholiken auf der ganzen Welt. Not only you, all the living Catholics are present here in this Mass. Nicht nur für euch, sondern für alle Katholiken, die am Leben sind, sind hier bei dieser heiligen Messe gegenwärtig. And there are the two churches present here. Und es gibt zwei weitere Kirchen, die hier gegenwärtig sind. That is a glorious church of heaven. Das ist die glorreiche Kirche im Himmel. Along with Mary, all the saints are here, my children, whether you see or not. Gemeinsam mit der Jungfrau Maria sind alle Heiligen hier, meine Kinder, ob ihr sie sieht oder nicht. Yeah, Jesus cannot go anywhere without his mother. Ja, Jesus kann nirgends hingehen ohne seine Mutter. Wherever there is a holy mass, Mary is there. Wo auch immer eine heilige Messe ist, ist Maria dort. I see her. Ich sehe sie. I see so many saints around here, even now. Und ich sehe so viele Heilige um uns versammelt. They are rejoicing that we are here for the Mass. Sie freuen sich, dass wir hier zur heiligen Messe da sind. You know, at every holy Mass, the saints are singing, dancing, praising God. Zu jeder einzelnen heiligen Messe singen die Heiligen, sie tanzen und sie preisen Gott. Because they know at every Mass, many are saved. Denn wir wissen, zu jeder einzelnen heiligen Messe werden viele erlöst. So they rejoice. So freuen sie sich. And also many, thousands of souls are here from purgatory. Und es sind auch viele Tausende von Seelen hier aus dem Fegefeuer. That's the second church, the suffering church. Das ist die zweite Kirche, die leidende Kirche. Yeah, maybe your parents or grandparents, ancestors who passed away, come here to get the blessing of this Mass. Vielleicht eure Eltern, eure Großeltern, eure Vorfahren, die dahingeschieden sind, kommen hierher, um die Segnungen dieser heiligen Messe zu empfangen. You need the spirit be enlivened or spirit be awakened to see those people. Wir brauchen, dass unser Geist wieder lebendig gemacht wird, gerührt wird, aufgerührt wird, wieder in Brand gesetzt wird, dass wir diese Menschen sehen können. Sometimes I see the souls in purgatory who are around my altar benefit more or receive more blessings than those who are standing around my altar. Dafür sehe ich, dass die Seelen im Fegefeuer, die sich um den Altar versammeln, mehr Segnungen empfangen, wie jene, die um den Altar am Leben sind. Maybe after the service of repentance in the beginning, or during consecration, or after communion, I see these souls washed, cleansed, become white as snow, and holding the mantle of Mary going up to heaven. Vielleicht nach dem Reuebekenntnis am Anfang oder vielleicht nach der Wandlung sehe ich, wie diese Seelen gereinigt, geläutert werden, weißer werden wie Schnee und sich an den Mantel Mariens festhalten in den Himmel gehen. This is my experience, my children. Das ist meine Erfahrung, meine Kinder. Don't think I'm neurotic, although my nerves are weak. Denkt nicht, dass ich neurotisch bin, obwohl meine Nerven schwach sind. Halleluja. This is my spiritual experience. Das ist meine spirituelle Erfahrung. Church means not only those who are alive, standing on two legs. Die Kirche sind nicht nur jene, die am Leben sind und auf beiden Beinen stehen. Don't think we know the glorious church in heaven. We pray to them. Wir kennen die glorreiche Kirche im Himmel, wir beten zu ihnen. And often we forget the suffering church. Und oftmals vergessen wir die leidende Kirche. But don't forget them, please, at every Mass. At least 1 second, remember them and pray. Vergesst sie nicht zu jeder einzelnen heiligen Messe. Erinnert euch zumindest eine Sekunde lang an sie und betet für sie. Many souls tell me, many people who attend the Mass and celebrate Mass never think of them. They feel sad. Viele Seelen sagen, die Menschen, die zur heiligen Messe gehen, die heilige Messe feiern, denken niemals an sie. Und deshalb sind sie traurig. Although there is an official prayer for those who died in the Mass. Obwohl da ein offizielles Gebet ist für jene, die verstorben sind bei der heiligen Messe. Yeah, we have many such rituals and official prayers, but let's feel them with our heart. Wir haben viele solche Rituale und offizielle Gebete,
aber wir wollen sie von Herzen empfinden. There are people who cannot pray for themselves, but they can pray for us. Die nicht für sich selber beten können, aber sie können für uns beten. Especially when getting the benefit of the Holy Mass, when they go to heaven, they become saints and pray for us with a special sentimental love. Insbesondere wenn sie Menschen sind, die im Himmel dann gehen, dann beten sie für uns mit besonderer Liebe, mit besonderen Gefühlen. So my children, this is a Mass of the Catholic Church. Alle Kinder, das ist die heilige Messe der katholischen Kirche. The glorious church, the living church, the militant church, and the suffering church. Die glorreiche Kirche, die triumphierende Kirche, die streitende Kirche, kämpfende Kirche, das sind wir, und die leidende Kirche. Closing our eyes. Wir schließen die Augen. Let's repent of our past and promise to Jesus to be holy. Wir wollen unsere Vergangenheit bereuen und Jesus versprechen, heilig zu sein, dass wir heilig sein werden. Here in the Holy Mass, we had a mini beatific vision. Here we see Jesus face to face. Hier bei der heiligen Messe haben wir eine Miniatur-Seligschauung, wo wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. We will have that eternally after death. Das werden wir in einer Ewigkeit haben nach unserem Tod. Only those who are holy, make themselves holy, can have that vision. Für jene, die heilig sind, die sich heiligen, können diese Vision haben. Let's sanctify our heart. So wollen wir unsere Herzen heiligen. We are going to participate in the greatest wonder, the bread and wine becoming body and blood of Christ. Wir werden am größten Wunder teilnehmen, Brot und Wein werden Leib und Blut Christi. Lord, we are unworthy. Herr, wir sind unwürdig. We are sinners. Wir sind Sünder. We recall to mind our sin, ask you, God. Wir erinnern uns an unsere Sünde und wir bitten dich um Vergebung. I'm sorry, Lord. Es tut mir leid, Herr. I want to be different. Ich möchte anders werden. As you told us in the last class, we want to be holy. Wie du uns beim letzten Vortrag erzählt hast, wollen wir heilig sein. We want to be holy as you are holy. Wir wollen heilig sein, Herr, so wie du heilig bist. We want to be perfect as you are perfect. Wir wollen vollkommen sein, so wie du vollkommen bist. We want to be merciful as you are merciful. Wir wollen barmherzig sein, so wie du barmherzig bist. Lord, have mercy. Herr, erbarme dich. In deinem Feuer
erkenne Gott, der Barmherzige, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme dich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zu ewigem Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gott, unser Heil, du hast das Werk der Erlösung im österlichen Geheimnis vollendet.
Darum verkünden wir in der heiligen Eucharistie den Tod und die Auferstehung deines Sohnes. Schenke uns in dieser Feier immer reicheren Anteil an der Erlösung und lass uns von Tag zu Tag neue erfahren, dass wir gerettet sind. Darum bitten wir, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn Gott, in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief an die Gemeinde von Gott. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach es und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Jeder prüfe sich aber selbst, und dann esse er von dem Brot und trinke aus dem Becher. Denn wer davon isst und trinkt, der isst und trinkt sich das Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb gibt es unter euch so viele Schwache und Kranke, und viele sind schon entschlafen. Wenn wir aber selbst mit uns ins Gericht gingen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir jedoch vom Herrn gerichtet werden, so werden wir in Zucht genommen, damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
heiligen Evangelium nach Johannes. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich hingebe für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie jenes, das eure Väter gegessen haben und doch gestorben sind. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. From the two readings, you know, the subject, the theme of this Mass is Holy Eucharist. Von den beiden Lesungen, die wir gehört haben, so erkennt ihr das Thema dieser heiligen Messe, das ist die heilige Eucharistie. On Fridays, usually I celebrate the Mass of the Holy Eucharist or the Mass of the Second Heart of Jesus, both are same. Am Freitag zelebriere ich zuallermeist entweder die heilige Messe der heiligen Eucharistie oder die heilige Messe des heiligsten Herzens Jesus. Sie sind beide gleich. When small Anna was reading the first reading, a word, a sentence touched my heart. Als die kleine Anna die erste Lesung gelesen hat, hat ein Wort, ein Satz mein Herz berührt. When you read the body and blood of Christ, examine your consciences. Wenn ihr Leib und Blut Christi ist, so durchforscht euer Gewissen. If you receive the body and blood of Christ unworthily, you bring condemnation. Wenn ihr Leib und Blut Christi unwürdig empfangt, so bringt ihr Verurteilung über euch. And that is the reason some of you are sick and some are infirm and a considerable number of people died. Und das ist der Grund, warum einige von euch krank sind, andere sind schwach geworden oder eine beträchtliche Anzahl von euch ist gestorben. Then my mind went to a text of the Mass, which the priest usually say before communion. Und dann ging mein Verstand, mein Kopf zum Text der Heiligen Messe, was der Priester zuallermeist vor der Heiligen Kommunion betet. Oh, when I read, you'll understand, although my Deutsch is bad. Wenn ich das lese, werdet ihr das verstehen, obwohl mein Deutsch schlecht ist. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes, bringe mir nicht Gericht und Verdammnis, schon dem Segen und Heil. Halleluja. Halleluja. I hope you understood. Ich hoffe, ihr habt verstanden. The Holy Communion, the body and blood of Christ, either can bring salvation or condemnation. Der Leib und Blut Christi, die Heilige Kommunion, kann entweder Verdammnis oder Verurteilung oder Erlösung bringen. We know Jesus instituted the Holy Eucharist at the Last Supper.
Wir wissen, Jesus hat die heilige Eucharistie zum letzten Abendmahl eingerichtet. And all the 12 apostles received communion. Und alle 12 Apostel haben die Kommunion empfangen. But Bible speaks particularly about the communion of Judas. Aber die Bibel spricht insbesondere über die Kommunion des Judas. When he received the body of Christ, Satan entered into him. Als er den Leib Christi empfangen hat, ist der Satan in ihn gefahren. John 13:27. Johannes 30:27. Although I am not allowed to speak about Satan in Austria, this is Bible. Obwohl es mir in Österreich nicht gestattet ist, über den Satan zu sprechen, so ist das die Bibel. Hallelujah. Halleluja. So, not necessary at every communion Jesus come to us. So ist es nicht erforderlich, dass Jesus zu jeder einzelnen heiligen Kommunion zu uns kommt. If we receive communion with a sin, Satan comes. Not Jesus cannot come. Wenn wir die Kommunion in Sünde empfangen, kommt der Satan. Jesus kann nicht kommen. And the result also, the consequence. Und die Folge? Considerable, many become ill, sick. Viele werden krank. So one of the reasons of the sickness of the Catholics. Das ist eines der Gründe für die Krankheiten der Katholiken. Unholy communion. Unheilige Kommunion. I remember long ago, 20 years ago, in Munich, I had a very bad chronic cold and Gabi took me to a German doctor. Ich kann mich erinnern, vor langer Zeit in München hatte ich eine chronische Erkältung und Gabi ist mit mir zu einem Arzt in München gefahren. As you know, I don't speak Deutsch. Wie ihr wisst, ich spreche kein Deutsch. So I had an angst in my heart what I should speak to the German doctor. So hatte ich eine Angst in meinem Herzen, was soll ich denn diesem deutschen Arzt erzählen? I knew that Gabi would speak everything. Ich wusste, dass Gabi alles erzählen würde. Still, I should speak something, no? Aber ich sollte trotzdem etwas sagen, oder? And also I had a kind of fear how to approach a German doctor. Und ich hatte auch eine gewisse Angst. Also wie spricht man denn einen deutschen Arzt an? Wie geht man auf einen deutschen Arzt zu? It was in the afternoon 2:30. Es war am Nachmittag 2:30 Uhr. When my turn came, he opened the door and with a loud laughter said, Father James, give your Bible to me, I'll go and preach. You come and sit on my chair. Da wurde ich in sein Büro gebeten und dann hat er die Tür aufgemacht und mit einem großen Lächeln und mit einem lauten Lachen sagte, Pater James, ich freue mich, dass du da bist, gib mir deine Bibel, ich werde hinausgehen und predigen, setz du dich auf meinem Sessel und behandle die Leute. I was really astonished Ich war wirklich erstaunt, because I never expected such action from a German doctor. weil ich sowas nicht von einem deutschen Arzt erwartet habe. I took it as a joke. Ich habe es als Witz gesehen. Usually German doctors don't say such kind of jokes. Normalerweise machen deutsche Ärzte keine Witze. And then he took hold of my hand and led me to the room. Und dann hat er mich an die Hand genommen und ist mit mir in sein Büro gegangen. Well, James, you think that I don't know you. You are meeting me for the first time, but I know you very well. Pater James, du denkst, ich kenne dich nicht, du begegnest mir zum ersten Mal, aber ich kenne dich sehr wohl. I know you very well through your books and your internet, your website. Ich kenne dich sehr gut durch deine Bücher, durchs Internet, durch deine Website. Much more through my patients. Many of my patients, after attending your retreat, do not come back to me. Aber umso mehr durch meine Patienten. Viele meiner Patienten gehen zu deinen Exerzitien und dann kommen sie nicht mehr zurück. And many of them telephone and say, I'm healed, I'm healed. Und viele rufen mich an und sagen, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Hallelujah. Halleluja. So I know more about you through them. So weiß ich mehr über dich durch sie. I know why they get healing in your retreat. Ich weiß, warum sie bei den Exerzitien geheilt werden. Because you speak very clearly about sin in your retreat. Denn du sprichst sehr deutlich über die Sünde bei deinen Exerzitien. Repent and go to good confession and receive Holy Communion, then Jesus heals them. Sie gehen zu den Exerzitien, sie bereuen, sie empfangen die heilige Kommunion und dann heilt sie Jesus. And I am a Catholic, Father James. Ich bin ein Katholik, Pater James. I go to daily Holy Mass. Ich gehe jeden Tag in die heilige Messe. I know no doctor can ever heal a person. Ich weiß, kein Arzt kann jemals einen Menschen heilen. There's only one who can heal us. That's the one who took all our sicknesses on his body and died for us. That is Jesus.
Es gibt nur einen, der uns heilen kann, das ist der alle unsere Krankheiten aus seinem Leib genommen hat und uns geheilt hat. Das ist Jesus. I'm a doctor, you know. Er ist für uns gestorben. Du bist I know nicht der Arzt, das weißt du. many of my patients are with your deep hatred towards even all parents or like partner. Ich weiß, viele meiner Patienten haben einen tiefen Hass gegenüber ihren eigenen Eltern oder Lebenspartnern. And some are living in very worst immorality. Und viele leben in der schlimmsten möglichen Unsittlichkeit. And they're Catholic, they go to Mass on Sunday, receive communion. Und sie sind katholisch, sie gehen am Sonntag zur Heiligen Messe und sie empfangen die Kommunion. And as a doctor, I cannot tell them, repent and make confession. I will be sued. Und als Arzt kann ich ihnen nicht sagen, kehrt und geht zur Beichte. Ich werde dann verklagt. You are a priest and you are coming from India, boldly you can tell about sin. Du bist ein Priester und du kommst aus Indien, so kannst du voll Mut über die Sünde erzählen. Yes, that's why I said, Father James, give me your Bible, I'll go and preach. And you sit here and give medicines because you are healing more people than me. Und deshalb sage ich, Pater James, gib mir deine Bibel, ich gehe hinaus und predige. Und du, Pater James, aus Indien gekommen bist, du kannst dich hier auf meinem Sessel sitzen und die Patienten behandeln. Halleluja. Halleluja. Yeah, he was giving some certain spiritual insights. Er hat mir gewisse spirituelle Erkenntnisse vermittelt. Halleluja. Halleluja. That is the same as we find in the Bible. Das ist das Gleiche, was wir in der Bibel finden. You know, sometimes, very rarely, I watch the Holy Mass or the Holy Father or some cardinals with many thousands of people. Wisst ihr, manchmal schaue ich mir die Heilige Messen mit dem Papst und den Kardinälen, wo viele, viele Tausende von Menschen dort erscheinen. Of course, it's a long time I'm not watching. I've lost my interest for watching anything in the television. Es ist schon lange her, dass ich mir das nicht mehr angucke. Ich habe kein Interesse mehr, Fernsehen zu schauen. But when I hear about such a big mass, really, I weep. I grieve in my heart. Aber wenn ich über so eine große heilige Messe höre, so traurig, ich weine in meinem Herzen. Because all those who gather go and queue for Holy Communion, and nobody goes to a confession. Weil alle, die sich dort versammeln, sie gehen alle und machen Schlange für die heilige Kommunion, aber keiner geht zur Beichte. I know a priest in Austria told me after hearing confessions in my retreats. Ich weiß, ein Priester in Österreich erzählte mir, nachdem er Beichten bei meiner Exerzitien hörte. Father told me, 13 years I'm a parish priest, I never hear a good confession as I hear in your retreat. Pater James, ich bin seit 13 Jahren Gemeindepfarrer und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so gute Beichten gehört, echte gute Beichten, wie bei den Exerzitien. And also, very few in my parish make confession, maybe some old ladies. But all those who come to Sunday Mass receive communion. Und auch die allerwenigsten in meiner Pfarre gehen zur Beichte. Vielleicht einige alte Damen, aber alle kommen immer zur Kommunion. Then I was thinking these words of Bible. So dachte ich dann an diese Worte der Bibel. Many are sick because of unholy communion. Viele sind krank aufgrund der unheiligen Kommunion. Many are infirm, that means psychologically, mentally ill. Viele sind krank, das heißt, sie sind psychisch oder sonst wie krank, gebrechlich. Many died. Und viele sind gestorben. It's not about the physical death, spiritual death. Es geht nicht um den körperlichen Tod. Wir sprechen hier auch über den spirituellen Tod. You know, God commanded Adam and Eve not to eat the forbidden fruit. Wisst ihr, Gott hat Adam und Eva befohlen, dass nicht die verbotene Frucht zu essen. And told, if you eat, you will die. Und er sagte, wenn ihr isst, so müsst ihr sterben. Both of them ate the fruit, but they did not die. Adam lived more than 900 years. Beide haben die Frucht gegessen, aber sind nicht gestorben. Adam lebte mehr wie 900 Jahre. But spiritually they died when they broke the commandment. Aber sie sind spirituell gestorben, als sie das Gebot übertreten haben. They were separated from God, lost the connection with God. Sie wurden von Gott getrennt. Sie haben die Verbindung zu Gott verloren. They became a dry branch of a tree. Sie wurden wie der ausgedörrte Zweig eines Baumes. And then a word in the Bible, 1 John 3:8. Und dann ein Wort in der Bibel, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Those who commit sin belong to Satan. Jene, die sündigen, gehören dem Satan. It's a very hard word in the Bible.
ist ein sehr hartes Wort in der Bibel. Whether you are a bishop or a priest or a religious sister or married, if you are in sin, you don't belong to Jesus, you belong to Satan. Ob du ein Bischof, eine Ordensschwester, ob du verheiratet bist, wenn du in der Sünde bist, gehörst du nicht zu Jesus. And we know Satan will never bring any blessing of Jesus to our lives. Und wir wissen, der Satan wird niemals die Segnungen Jesu in unser Leben bringen. That's why Catholic Church calls not simply communion, Holy Communion. Deshalb spricht die katholische Kirche nicht nur über die Kommunion, sondern über die heilige Kommunion. And if it's a Holy Communion, Jesus will be in us, we will be in Jesus. Und wenn das aber eine heilige Kommunion ist, wird Jesus in uns sein und wir werden in Jesus sein. That is holiness. Das ist Heiligkeit. Hallelujah. If Halleluja. you abide in me, you ask, whatever you need, I'll give you. Wenn ihr in mir bleibt, so bittet um was auch immer ihr wollt und ich werde es euch geben. Es wird euch zuteil. Tomorrow I'll be speaking more about that union with the Christ that brings holiness. Ich werde morgen mehr über diese Einheit mit Christus sprechen, welche die Heiligkeit bringt. Very clearly, Bible says we have received baptism in order to have union with the Christ. Sehr deutlich sagt die Bibel, dass wir die Taufe empfangen haben, um die Einheit mit Christus zu haben. And Romans chapter 6:3. Römer Kapitel 6, Vers 8. So our abiding in Jesus, union with Jesus, begins at baptism. Also Einheit mit Christus, das Wohnen in Christus beginnt nach unserer Taufe. The climax is in communion, in the Holy Communion, Der Höhepunkt ist in der Heiligen Kommunion, where the risen Lord takes our sinful, weak body to himself, and our body becomes resurrected. wo der auferstandene Herr unser sündhaften Leib auf sich selbst nimmt und unser Leib wieder auferstanden wird. And his blood runs through our blood veins. Und so läuft sein Blut durch unsere Adern. And you know, Holy Eucharist is a great mystery to understand with our head. Und wir wissen, die Heilige Eucharistie ist ein großes Geheimnis, um das mit unseren Köpfen zu verstehen. When you go home, if you read John chapter 6, you can see when Jesus spoke about the Holy Eucharist, 5,000 men with their wives and children left him. Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr Johannes Kapitel 6 lesen. Und als Christus über die Heilige Eucharistie gesprochen hat, seht ihr dann, wie 5.000 Männer samt ihren Familien sie dann verlassen haben. And all those big intellectual theologians or priests, Sadducees, Pharisees, all left. Und alle Intellektuelle, Theologen, Priester, Sadduzäen, Pharisäer, sie haben alle verlassen. Only the 12 poor fishermen remained. Also nur die 12 arme Fischer sind geblieben. All they said, who can stand his word? It's too hard. Alle anderen sagten, sein Wort ist zu hart, wer kann den nun aushalten? I remember long ago, that was maybe 18 or 20 years ago in Germany. Ich kann mich erinnern, vor langer Zeit, vor 18 oder 20 Jahren in Deutschland, I was invited for the first Holy Communion in a parish. wurde ich eingeladen zu der ersten Heiligen Kommunion in der Pfarrgemeinde. While giving communion, the priest was telling, this is the bread in which Jesus is present. And the children said, Amen. Als er die Kommunion verteilte, sagte der Priester, das ist das Brot, in dem Jesus gegenwärtig ist. Und die Kinder sagten Amen. He didn't say, this is the body of Christ. Er sagte nicht, das ist der Leib Christi. I felt sad. Ich war traurig. So after the Mass, I told the priest, Nach der Heiligen Messe sagte ich dem Priester, Father, when you gave Holy Communion to those innocent angels, I was really crying in my heart. Vater, als du diesen unschuldigen Engel die Kommunion ausgeteilt hast, habe ich wirklich in meinem Herzen geweint. What could you say, this is the body of Christ? Warum konntest du nicht sagen, das ist der Leib Christi? You know what he replied? Wisst ihr, was er geantwortet It hat? is too much for German children, Das ist zu viel für die deutschen Kinder, eating the body of Jesus. den Leib Jesu zu essen. I said, not for the children, for your big theological head. Ich sagte, das ist nicht für die Kinder der Fall, sondern für deinen großen theologischen Kopf. Hallelujah. Halleluja. Yeah, many could not understand when Jesus said, you have to eat my body, drink my blood. Viele können das nicht verstehen, wo Jesus sagt, ihr müsst mein Leib essen und mein Blut trinken. That's why nowadays there are so many Eucharistic miracles taking place all over the world.
Und deshalb gibt es heutzutage so viele eucharistische Wunder, die auf der ganzen Welt stattfinden. I'm sure you heard even in Paraguay, Paraguay in South America. Ja, in Paraguay, in That's 2 weeks ago. Südamerika. 2 weeks ago. Das ist gerade mal 2 Wochen alt. The blood became real flesh and the wine became real blood. So wurde der Leib zu wahrhaftigem Fleisch und das Blut wurde zu echtem, tatsächlichem Blut. I'm sure all of you have heard of the greatest miracle of the Eucharist in Lanciano, in Italy. Ich bin mir sicher, ihr habt alle über das größte eucharistische Wunder in Lanciano gehört. Although it happened in the 7th century, even now you can see the fresh body and blood. Obwohl das im 7. Jahrhundert geschah, 1300 Jahre her, könnt ihr heute immer noch das frische Fleisch und das frische Blut Christi dort sehen. You know there are about over 153 Eucharistic miracles that was acknowledged by the church officially. Es gibt mehr wie 153 eucharistische Wunder, die offiziell von der Kirche anerkannt wurden. If you go to Rome, you can see there is a church of Saint Stanislaus, where there is an exhibition of these Eucharistic miracles put up by the Polish government. Wenn ihr nach Rom geht, könnt ihr das sehen in der Kirche vom heiligen Stanislaus, das ist von der polnischen Mission. Da ist eine Ausstellung mit all den eucharistischen Wundern, die von der polnischen Botschaft dort errichtet wurde. You know, church usually never declares something as true unless examined thoroughly and scrupulously. Wisst ihr, die Kirche erklärt niemals etwas für authentisch oder wahr, wenn sie das nicht gründlich untersucht hat. You know, Mother Mary came 80,000 times in Manjackal. Church has not approved. Wisst ihr, zum Beispiel die Mutter Maria ist 80.000 Mal in Medjugorje erschienen und die Kirche hat es immer noch nicht authentifiziert. So church is very, very careful not to make a mistake. Hat es nicht beglaubigt und die Kirche ist da sehr vorsichtig, dass sie keinen Fehler macht. In these 153 miracles, in diese 153 bestätigte, zertifizierte Wunder. When the miracle happened, the concerned bishops gave the species for testing to scientists. Als das Wunder geschah, haben die betroffenen Bischöfe diese Proben gegeben für die Wissenschaftler, damit sie das überprüfen. When they gave this for test, they never said that's a species that changed on the altar. They said, please test the blood and flesh and tell who's there. Als die Wissenschaftler diese Proben empfangen haben, wurde ihnen nicht mitgeteilt, dass das Fleisch oder Blut gewesen sei, was vom Altar entstammte, von dem ursprünglichen eucharistischen Opfer, sondern die Wissenschaftler haben Proben bekommen und haben den Auftrag gekriegt, bitte überprüft, untersucht, was ist das denn? After testing the blood that became flesh on the altar, by these scientists in the secular lab, they asked the bishops, how could you get a part of the heart of a man dying in agony? Nachdem sie diese Proben in ihren säkulären, atheistischen, zum Teil auch in Polen waren es atheistische, Labore untersucht haben die Wissenschaftler die Bischöfe gefragt, wie konnten sie das Herzgewebe eines Menschen gewinnen, der in einem sich im qualvollen Todesprozess befindet. Once again I repeat that, how could you get the cardiac tissues of a man dying in agony? Ich wiederhole das. Wie konnten sie das Herzgewebe eines Menschen entnehmen, der sich im qualvollen Todesprozess befindet? Who broke the heart in agony? Wer hat denn sein Herz in seinem qualvollen Tod aufgebrochen? Jesus on the cross. Jesus am Kreuz. My children, I share this with you. After free mass, this is what happens. Meine Kinder, ich teile das mit euch. Zu jeder einzelnen heiligen Messe ist das, was geschieht. When the priest says, this is my body. Wenn der Priester sagt, das ist mein Leib. You know, Catholic Church uses one special word for the change of bread into the body of Christ, transubstantiation.
Wisst ihr, die katholische Kirche benutzen ein Wort, es ist ein Fachbegriff, was das beschreibt, was dann mit dem Brot geschieht, wenn das zum Leib Christi wird und mit dem Wein, wenn es zum Blut Christi wird. Dieser Fachbegriff ist die Transsubstantiation, auf Deutsch die Überverstofflichung. It means the whole substance of the blood becomes the body, the substance of Jesus' body. Das heißt, die volle Substanz des Brotes wird zur Substanz des Leibes Jesu Christi. After consecration, there is no more bread, in other words. Nach der Wandlung ist es demnach kein Brot mehr. And not simply the body of Christ, but the heart of Jesus. Und es ist nicht nur der Leib Christi, sondern das Herz Jesu. You know, heart symbolizes love. Ihr wisst, Herz symbolisiert die Liebe. We all say we see the greatest love of God manifested in Jesus on the cross. Wir sagen alle, wir sehen die größte Liebe Gottes manifestiert im Leib Jesu Christi am Kreuz. And that is what is happening at every Mass, my children. Und das ist, was bei jeder einzelnen heiligen Messe geschieht, meine Kinder. The scientists shall confirm the blood group of Jesus by testing the various clothes left by Jesus. Wissenschaftler haben die unterschiedlichen Tücher, die Jesus hinterlassen hat, untersucht und sie haben so mit die Blutgruppe Jesu festgestellt. You know the clothes in Turin, one in Trier, another in Oviedo in Spain. Ihr kennt das Tuch in Turin, das andere in Trier, dann ein Schweißtuch in Oviedo in Spanien. And after examining, they found the blood group of Jesus was AB positive. Und nachdem sie das untersucht haben, haben sie gefunden, dass die Blutgruppe Jesu AB positiv ist. And in all Holy Eucharist miracles, when the wine became the blood of Christ, they were all belong to the same group, AB positive. Und bei allen eucharistischen Wundern, wo der Wein zum Blut Christi wurde, war dieses Blut AB positiv. When I was reading this, I was crying. Als ich das gelesen habe, habe ich geweint. Actually, after that, when I celebrate Mass, I become really emotional when I say, this is my body, this is my blood. Danach, seitdem, wenn ich jedes Mal, dass ich die Heilige Messe feiere, werde ich wirklich emotional, wenn ich sage, das ist sein Leib, das ist sein Blut. Also when I give communion saying the body of Christ, in my mind, I feel like saying it's the heart of Jesus. Wenn ich die Kommunion austeile, ist mir manchmal danach, statt Leib Christi, Herz Christi zu sagen. Yes, at every Mass, this is the love Jesus showed you and me. Ja, bei jeder einzelnen heiligen Messe ist das die Liebe, die er dir und mir gezeigt hat. That's enough to live for Him and to die for Him. Es ist genug, um für ihn zu leben und für ihn zu sterben. You know, some of these scientists were atheists. They got conversion by examining the body and blood of Christ. Wisst ihr, viele von diesen Wissenschaftlern waren Atheisten. Sie haben die Umkehr empfangen, als sie Leib und Blut Christi untersuchten. I suppose none of us are atheists. Ich denke, wir sind hier keine Atheisten. We all are Catholics. Wir sind alle Katholiken. What conversion happens at Holy Communion? Welche Umkehr geschieht denn zur Heiligen Kommunion? Do we have this faith? Haben wir diesen Glauben? Is it with this faith that we come and receive the Holy Communion? Es ist mit diesem Glauben, dass wir kommen und die Heilige Kommunion empfangen. You must know how Catholics are fallen. Even receiving communion in the hand, putting in the pocket and selling for money to the Satanists. Ihr müsst wissen, wie tief die Katholiken gefallen sind. Sie gehen hin, empfangen die Heilige Kommunion in der Hand, sie stecken es in die Tasche und sie verkaufen das für Geld an die Satanisten. And you know, it's happening all over Europe and the whole world. Und wisst ihr, das geschieht in ganz Europa und auf der ganzen Welt. It's not the Protestants who come and receive communion and give to the Satanists. They are not Hindus or Buddhists, Catholics. Das sind nicht die Protestanten, die kommen und die Kommunion des Satanisten verkaufen. Das sind nicht die Hindus und die Buddhisten. Das sind die Katholiken. That's why in many places, many countries, bishops are told to receive communion only on tongue, not to give in the hand. Deshalb an vielen Orten, in vielen Ländern, haben die Bischöfe gesagt, die Kommunion soll nur auf der Zunge gespendet werden, nicht in die Hand. Hallelujah. Halleluja. I'm not saying that you should not receive in the hand. I'm sorry, that's the rule of the church. I don't want to say anything against the church. Ich sage nicht, dass ihr das nicht in den Händen empfangen dürft. Es tut mir
leid. Das ist das Gesetz der Kirche und ich werde nichts gegen die Kirche sagen. We should know this was our sacred tradition. Wir sollten wissen, was denn unsere heilige Tradition ist. Church officially never changed that tradition. People changed, that's all. Die Kirche hat diese Tradition niemals verändert. Die Menschen haben das verändert, das Volk. There's no official document from the church saying that people must receive communion in the hand. Es gibt kein offizielles Dokument von der Kirche, aus dem hervorgeht, dass das Volk die heilige Kommunion in den Händen zu empfangen habe. And my children, I am not saying whether you receive in the hand or in the tongue, you must know whom you are receiving. Meine Kinder, das, was ich sagen will, ist nicht, ob ihr das jetzt in den Händen oder auf der Zunge empfangen sollt, sondern ihr solltet wissen, wen ihr da empfangt. The body and blood of Christ, the heart and blood of Jesus, Jesus himself. Leib und Blut Christi, Herz, Seele Jesu, seine Gottheit, Jesus selbst. How can we dare to receive him or eat his body and drink his blood when we are in sin? Wie können wir es wagen, ihn zu empfangen, sein Blut zu essen, sein Blut zu trinken, sein Leib zu essen, wenn wir in der Sünde sind? I can tell you very honestly, that's a moment of healing, that's a moment of liberation, that's a moment of union with Jesus. Ich kann euch sehr ehrlich sagen, das ist ein Augenblick der Heilung, ein Augenblick der Befreiung, ein Augenblick der Einheit mit Jesus. I see when people receive communion and during consecration, so many people get healed. Ich sehe die Menschen, sie empfangen die Kommunion und während der Wandlung werden so viele Menschen geheilt. Sometimes afterwards when I have adoration, I used to announce their names, but many of those healing happens in the Mass. Öfters dann bei der Anbetung habe ich dann ihren Namen ausgesprochen, aber viele dieser Heilungen fanden bereits während der Heiligen Messe statt. I see that with my inner eye. Ich sehe das in meinem inneren Auge. Yes, my children, miracles happens at every Mass. Ja, meine Kinder, Wunder geschehen zu jeder einzelnen Heiligen Messe. How much more to say because of lack of time? I may say tomorrow, maybe during the Mass, the rest. Ich habe sehr viel mehr zu erzählen, aber aufgrund von Zeitmangel kann ich vielleicht den Rest morgen erzählen. Ask the Lord to give an increase of faith in the Holy Eucharist. Bitte den Herrn, euren Glauben an die Heilige Eucharistie zu vermehren. And have that God of cleanliness of heart when you go to communion. Und habt diese Reinheit des Herzens, wenn ihr zur Kommunion geht. And try to go, if possible, my children, daily to Mass. Und versucht, wenn möglich, meine Kinder täglich in die Heilige Messe zu gehen. Yeah, you will grow more and more in Christ. And see all the blessings Jesus brought to his world at the Holy Mass. Ihr werdet mehr und mehr in Christus wachsen, alle Segnungen empfangen, die Jesus in diese Welt gebracht hat, das zur Heiligen Messe. Don't lose your faith hearing some nasty or negative stories about priests or bishops who are in sin. Verliert nicht euren Glauben nur, weil ihr irgendwelche schlechte, negative, gemeine, dreckige Geschichten hört über Priester, die in der Sünde sind. Look at the holy priests who are amidst you, my children. Sieht zu den heiligen Priestern unter euch, meine Kinder. Don't look at Judas, look at the other 11 apostles. Sieht nicht zu Judas, sieht zu den anderen 11 Aposteln. Although Jesus called 12, one became Judas, one became sinner. Obwohl Jesus 12 berufen hat, einer wurde Judas, einer wurde ein Sünder, einer wurde ein Verräter. And now there are 500,000 priests, there are betrayers, there are sinners. But don't look at them, my children. Und heute gibt es 500.000 Priester und es sind Verräter, Betrüger, Sünder unter ihnen. Sieht nicht zu ihnen, meine Kinder. Look at the priests who are living for you in holiness of life, doing sacrifice, prayers. Sieht zu den Priestern, die unter euch leben, in der Heiligkeit des Lebens, die Opfer darbringen und Gebete. And if you have any negative feeling towards any priest who have fallen, I ask you pardon, forgive me. Und falls ihr negative Gefühle habt gegenüber einem Priester, der gefallen ist, so bitte ich euch um Vergebung, bitte vergib mir. Because of that, don't stop going to sacraments and church, my children. Aber hört deshalb nicht auf, zu den Sakramenten und zur Kirche zu gehen, meine Kinder. That's why again I say, this is not the Mass of the priest, the Mass of Jesus Christ. Wieder einmal sage ich, das ist nicht die heilige Messe des Priesters, sondern das ist die heilige Messe Jesu Christi. I tell the priest in the priesthood tree, if you don't celebrate Mass with the holiness, perhaps you may go to hell with the chalice you are holding. Ich sage bei den Priesterexerzitien den Priestern immer, wenn ihr die heilige Messe nicht in Heiligkeit feiert, dann geht ihr womöglich zur Hölle mit dem Kelch, mit dem ihr die heilige Messe gefeiert habt. Halleluja. Halleluja. Yes, hell is not only for lay people, for priests and nuns also. Die Hölle ist nicht nur für die Laien, sondern auch für Priester und Ordensschwestern. Halleluja. Halleluja. So whoever may be,
in sin, away from God, and eating the body and blood of Christ in mortal sin surely will go to hell. Also wer auch immer in der Sünde ist und weit weg von Gott und Leib und Blut Christi in Todsünde empfängt, der muss dann sicherlich zur Hölle. So, by God's grace, at least now we have priests where you can go for confession. Durch die Gnade Gottes gibt es heutzutage, Gott sei Dank, Priester, zu denen wir so weitergehen können. Maybe you are parish priest, maybe some monasteries, you can go. And God's grace, you have car, you have petrol, you have autobahn to go. Vielleicht so ein Gemeindepfarrer oder in der Nähe gibt es Klöster, Münster, ihr habt Autos, ihr habt Benzin, ihr könnt gehen, ihr könnt fahren. Also go to daily mass, my children. Geht auch jeden Tag zur heiligen Messe, meine Kinder. Yes, use your car, your petrol, your money first to go and meet Jesus the Lord. Benutzt eure Autos, euer Benzin, euer Geld zuallererst, um Jesus dem Herrn zu begegnen. Again I say, every mass is a small mini beatification. Wieder einmal sage ich, jede einzelne heilige Messe ist eine Mini-Seligschauung. Hallelujah. Halleluja. And if you have it every day, you can be sure you will have that beatific vision in eternity. Und wenn ihr das jeden Tag habt, könnt ihr euch vergewissern, dass ihr dieses Seligschauung bis in alle Ewigkeit auch haben werdet. Hallelujah. Halleluja. Closing the eyes. Wir schließen die Augen. Giving the hand of the chest. Wir haben die Hand auf die Brust. Let's pray with the heart. Lord, give an increase of faith in your living presence in the Eucharist. Herr, schenk uns eine Vermehrung des Glaubens und eine lebendige Gegenwart in der Eucharistie. Ask pardon for the times. Perhaps as you commune with even mortal sin. Bitte um Vergebung für die Zeit, da du die Kommunion in der Todsünde womöglich auch empfangen hast. That's our decision to go, if possible, for daily Mass. Wir wollen einen Entschluss fassen, wenn möglich täglich zur heiligen Messe zu gehen. If there is a will, there is a way. You can Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Ihr könnt es. at least to go often. Geht's häufig zumindest. Never miss the Sunday obligation. Verpasst niemals die Sonntagspflicht. And to go to Mass with a deep faith. Und geht zur heiligen Messe mit tiefem Glauben. Not just to attend the ritual, not to attend some music or listen some homilies, no. Nicht einfach nur bei einem Ritual dabei zu sein, oder Musik zu hören, oder Predigten zu hören, nein. At every Mass, in spirit go to Calvary. Bei jedem einzelnen heiligen Messe geh im Geist auf den Kalvarienberg. And eat the body and blood given on the cross by breaking his heart. Und iss und trink sein Leib und Blut, das am Kreuz geschenkt wurden, dass er sein Herz gebrochen hat. If anybody wants to share all of the prayers, not many, some 6 or 8 people can stand up and say prayers to the microphone for general intentions. Falls irgendjemand Gebete äußern möchte, wenn ihr wollt, nicht viele, vielleicht 7 oder 8 Leute, können zum Mikro kommen und allgemeine Fürbitten halten. Let's stand up. Wir stehen auf. Lord Jesus, I pray for all bishops, priests in the Catholic Church, that they may have this faith in the Holy Eucharist and give that faith to all believers. Herr Jesus Christus, wir beten für alle Priester und Bischöfe in der katholischen Kirche, damit sie diesen lebendigen Glauben an der heiligen Eucharistie haben und sie diesen Glauben allen Glaubenden weitergeben. Ja, Herr, ich möchte bitten für meine Schwägerin Manuela, dass sie etwas von dieser Heiligkeit, von der wir heute gehört haben, erfahren mag. Durch
möchte bitten für eine Maria Sterner, die vor kurzem mit einem Auto zusammengefahren worden ist und im Spital ist, um vollkommene Heilung. Lasst uns beten um den Heiligen Geist, dass er die Worte, die wir gehört haben, tief in uns einsenke und wachsen lasse, uns alle in der Gnade. Herr, ich bitte für alle Jugendlichen, die ihren Glauben verloren haben, damit sie ihn wiederfinden und deine Herrlichkeit sehen. Herr, lass uns beten für alle ungeborenen Kinder und auch für meinen Sohn, der vor 3 Wochen auch gestorben ist, im Bauch, und ja, für alle Mutter und Eltern. Herr, ich bitte, für alle unbewusst, unmöglich, Herr Jesus Christus, ich bitte für alle, die eine Lösung für ihre Probleme suchen. Ich bitte, dass du dich ihnen zeigst und dass sie dich als Licht sehen und dass du sie durch ihr Leben leitest. Herr Jesus Christus, ich bete für alle Menschen, die kein Zuhause haben, die zu Hause sein müssen und die nicht mit ihrer Familie sein können. Herr, ich bete, dass du ihnen eine Familie gibst und dass du sie glücklich machst. Für jene, die die Gesetze machen, für die Politiker und für alle, die schwere Entscheidungen zu treffen haben und die das Volk regieren. Herr, ich bitte dich für den kleinen Jonas, er ist 3 Wochen alt und hat 2 Löcher im Herzen. Bitte heile ihn und erspare ihm die Operation. Auf die Fürsprache der Königin des Friedens bitte ich dich, Herr, um den Frieden. Den Frieden in unseren Herzen, und den Frieden in den Familien, und den Frieden in den Pfarrgemeinden, und den Frieden in der ganzen Welt. Closing your eyes, giving the hand on the chest. Pray in silence for all your needs. Schließe die Augen, halte die Hand auf die Brust und bete in der Stille für alle deine Bedürfnisse. Don't forget to pray for Pope Francis. Vergiss nicht, für den Papst Franziskus zu beten. Pray for our Bishop in Graz. Bete für unseren Bischof in Graz. Wilhelm. And pray for all our bishops in our country. Und bete für alle unsere Bischöfe in unserem Land. And pray for us priests who are here and all those priests who you know. Und bete für uns Priester, die wir hier sind, und für alle Priester, die du kennst. Pray for all priests in the Catholic Church for their holiness of life. Bete für alle Priester der katholischen Kirche, für die Heiligkeit des Lebens. Pray for all nuns. Bete für alle Ordensschwestern. And pray for all those who are studying in the seminary or in the convents. Und bete für alle, die im Seminar, in den Klöstern studieren, lernen. Pray for your family. Bete für deine Familie. Bring all those who are in the family to the altar of God and put them in the Bartolome Church. Führe all diejenigen, die in der Familie sind, zum Altar Gottes und lege sie in die Paternen der Kirche hinein. Pray for all families in the Catholic Church, especially our country. Bitte für alle Familien der katholischen Kirche, insbesondere in unserem Land. Pray for all those who passed away, especially our near and dear ones. Bitte für alle, die dahingeschieden sind, insbesondere für jene, die uns nahe sind, die uns nahestehen, die uns lieb sind. Putting your hand on the chest, pray for your special intention. Lege die Hand auf die Brust und bitte für deine besondere Intention. And offer yourself fully to the Lord.
und bringe dich ganz und gar dem Herrn. So look at people praying from their hearts. Herr, siehst du diese Menschen, sie beten aus ganzem Herzen. I bring them on their prayers and put them in the bottom and chalice with the bread and wine. Ich führe sie und ihre Gebete und ich lege sie gemeinsam mit Brot und Wein in die Paten und in den Kelchen ein. I promise when I lift them up to you, I lift them up to you with all their prayers. Ich verspreche dir, wenn ich sie zu dir erhebe, so erhebe ich sie zu dir mit all ihren Gebeten. When miraculously you change them into your body and blood, do miracles in the lives of these my children. Wenn du sie auf wundertätige Weise in dein Leib und Blut verwandelst, so vollbringe Wunder im Leben dieser meine Kinder. Halleluja, 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 Halleluja. Shamba la 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 la. Yamba la 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 la. Shamba la 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 la. Ja, mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein treuer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr das Opfer aus seinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gütiger Gott, wir bringen die Gaben dar für die Gedenkfeier unseres Erlösung. Mag sie zum Sakrament, das die Einheit besetzt und uns in deiner Liebe zusammenzieht.
Darum bitten wir, du bist Gruß unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken den Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseres Herrn Jesus Christus. Als der wahre, ewige Hohepriester hat die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Stärk uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den für uns geopfert hat. Heiligt uns, wenn wir sein Blut denken, das für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Enkeln und Erzengel, den Thronen und Mächten und mit all den Schaden des himmlischen Heeres, das Gesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend zusammen, an dem ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen den Leiden unterwarf,
nahm das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und asset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Halleluja, Halleluja, Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jeder Knie muss sich beugen, jeder Zunge muss erkennen, dass Jesus ist Herr. Ebenso nahm den Mann den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Halleluja, Halleluja. Oh mein Jesus, 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 oh mein Jesus. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns im Teilen Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Wilhelm, Altbischof Egon und Johannes, allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durche und in ihm ist dir Gott allmächtig, der Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Der Wort unseres Herrn lösches Gewusser, ungetrabe seine wunderlichen Weichung wagen wir zu singen. Vater, Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schon dem Augenbrauen deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Rejoice!
Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Herr Jesus Christus, der Empfang deines leiblichen Blutes, bringe mir nicht die Gericht und die Verdammnis, sondern den Segen und den Heil. Sei das Lamm Gottes, das übernimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Gott ist, wie ein Ewigkeit leben. Halleluja. Halleluja. Die heilige Kommunion wird in beiderlei Gestalten gespendet. Leib Christi wird in Blut Christi hineingetunkt und uns in den Mund verabreicht. Wir bitten deshalb um Mundkommunion. Die heilige Kommunion wird in beiderlei Gestalten gespendet. Leib Christi wird in Blut Christi hineingetunkt und uns in den Mund verabreicht. Wir bitten deshalb um Mundkommunion.
Lasset uns beten. Unser Gott, die Teilnahme am eucharistischen Mahl heilige uns, damit durch den Leib und das Blut Christi die brüderliche Verbundenheit in deiner Kirche gefestigt wird. Darum bitten wir an Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott. Gegrüßet seist du, Maria. Voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, helfe der Christen. Bitte für uns.
look at Jesus on the altar. Halte die Hand auf die Brust und siehst du Jesus im Altar. Same Jesus who came to you in Holy Communion. Das ist der gleiche Jesus, der zu dir gekommen ist in der Heiligen Kommunion. If there is anyone who not receive communion due to any reason, make a spiritual communion. Wenn jemand da ist, wo egal aus welchem Grund die Kommunion nicht empfangen konnte, so mache jetzt die spirituelle Kommunion. Earnestly desire in your heart and pray to Jesus to come into your heart. Aufrichtig entschließe dich in deinem Herzen und bitte Jesus in dein Herz zu kommen. Lord, thank you for this holy mass, thank you for your body and blood. Herr, danke für diese heilige Messe, danke für dein Leib und Blut. Now, thank you for your mighty presence to bless us, to sanctify us, to heal us. Danke für deine mächtige Gegenwart, um uns zu segnen, uns zu heiligen und zu heilen. Thank you for having come in the Holy Mass and died for us, rose again for us, and gave your own body and blood for us. Danke, dass du in der heiligen Messe gekommen bist, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns wieder auferstanden bist und dass du dein Leib und Blut für uns hingegeben hast. Now we are in you, you are in us. Nun sind wir in dir und du bist in uns. What a joy, what a power, what a strength. Welch eine Freude, welch eine Kraft. And you are in me. Du bist in mir, ich bin in dir. I'm saved. Ich bin I erlöst. belong to you. Ich gehöre dir. I'm one among the angels, one among the saints. Ich bin einer der Engel, einer der Heiligen. Thank you for this moment. Danke für diesen Augenblick. I join my heart with all Catholic Church, with all the saints in heaven. I lift in the hands and heart we praise you. Ich vereine mein Herz mit allen Katholiken auf der ganzen Welt, mit allen Heiligen im Himmel. Und ich erhebe mein Herz und meine Hände. Loudly, praise God, loud, hallelujah. Simply say, praise you, Lord. We are not only we are hallelujah, hallelujah. Shout out praises, hallelujah. Ruft Lobpreis aus, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Jesus, wir loben dich. Du bist unser König, unser Vater. Halleluja, 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 Halleluja. Wir freuen uns über dich, Halleluja, weil du herrlich und du heilig bist, Herr. Halleluja, heilig, 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 Ehrenpreis sei der Herr. Laut wollen wir alle zum Herrn rufen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir preisen dich, Herr, Ehrenpreis sei dir. Wir danken dir, Herr. Ehre, Ehre, Halleluja, Halleluja, Ehrenpreis sei dir. Preis let us all together sing and praise and worship the Lord. Let us all together sing and praise and worship the Lord. 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 Lasst uns einander, lasst uns einander, sing and praise and worship the Lord. Lasst uns together do it, sing and praise and worship the Lord. 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 Sing and praise and you like, you can sit down. Wenn du willst, darfst du dich setzen. Give your hand on the chest, open the heart. Halte die Hand auf die Brust und öffne dein Herz. Find the doors.
to receive the blessings of Jesus. Sind da Blockaden, um die Segnungen Jesus zu empfangen? You know, the block is sin. Du weißt, diese Blockade ist die Sünde. If there any sin on which you are not dependent, that means you are not renounced the sin and occasions of sin, do it now. Was es Sünden gibt, die du nicht bereut hast oder wo du die Gelegenheiten zur Sünde nicht widersagt hast, so tu das jetzt. Especially looking at our identity and forgiveness and anger, hatred towards sinners. Insbesondere sehen dein Herz ist an Unvergebung, Zorn gegenüber irgendjemandem. To be sincere, I know several people have anger and hatred towards people. Ich will ganz ehrlich sein und ich weiß, es gibt hier mehrere Menschen, die Zorn und Hass gegenüber anderen haben. The Lord is giving you a chance to forgive and reconcile. Der Herr gibt dir jetzt die Gelegenheit zu vergeben und dich zu versöhnen. I see people with much anger towards own parents and father-in-law, mother-in-law. Ich sehe Menschen mit Zorn gegenüber ihren eigenen Eltern, gegenüber ihren Schwiegereltern. Also towards daughter-in-law, son-in-law. Auch gegenüber ihre Schwiegertöchter, Schwiegersöhne. I think some 5, 6 people have much grievance and anger towards the priest or bishops. Mindestens 6 Menschen haben großen Zorn und Groll gegenüber Priester oder Bischöfe. I see even 3 people with anger towards Pope Francis. Ich sehe sogar 3 Menschen mit Zorn gegenüber dem Papst Franziskus. Also I see certain people with anger towards the church. Ich sehe auch Menschen mit Zorn gegenüber der Kirche. The Lord is giving you a chance to forgive and reconcile. Der Herr schenkt dir eine Chance zu vergeben und dich zu versöhnen. Lord Jesus, I pray, along with all my spiritual children, especially my Yagi and Richie, to give grace to everyone here to forgive and reconcile. Herr Jesus Christus, ich bete insbesondere gemeinsam meinen spirituellen Kindern, Yagi und Richie, jeden Einzelnen hier die Gnade zu schenken, zu vergeben und sich zu versöhnen. And join my prayers with the prayers of all the priests here on the altar, and all my dear priests in the world who love me and who work with me, pray for me. Ich feile meine Gebete mit den Gebeten der Priester hier auf dem Altar, mit den Gebeten all jener, die mich auf der Welt lieben, die mit mir arbeiten, die für mich beten. I pray with all the priests in heaven and on earth. Ich bete mit allen Priestern im Himmel und auf Erden. In a very, very special way, I join my prayers with the prayer of Mary, my mama. Auf eine besondere Art und Weise feile ich meine Gebete mit den Gebeten Mariens, meiner Mutter. My Jesus, right now, pour out your grace, your repentance on each one. Mein Jesus, in diesem Augenblick, schütte die Gnade der Umkehr über jeden einzelnen von ihnen. I see 4 young people who are not made confession for a very, very long time. Ich sehe 4 junge Menschen, die schon sehr lange Zeit nicht zur Beichte waren. My Jesus, open their heart, give the consciousness of sin and repentance. Mein Jesus, öffne ihre Herzen und schenke ihnen Bewusstsein für die Sünde und für die Reue. I see several people who have hidden sins in the past confession. Ich sehe mehrere Menschen, die in ihrer Vergangenheit Sünden verborgen haben. They do not want to divulge their sin to preach because they have the immoral relationship. Sie wollten den Priestern ihre Sünden nicht offen darlegen, weil es ihnen peinlich war, weil sie unsittliche Beziehungen hatten. Because they were ashamed to tell the priest, Lord. Weil sie sich dafür geschämt haben, das den Priestern zu erzählen, Herr. Right now, take away that shame and fear and give the freedom of the children of God to make a good confession, Lord. In diesem Augenblick nimm diese Scham und diese Angst hinweg und schenke ihnen die Fähigkeit, wie gute Kinder Gottes ihre Beichte abzulegen, damit sie ins Reich kommen können, Herr. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger. Come with the freedom of the children of God. Komm mit der Freiheit der Kinder Gottes. Holy Spirit, Lord, come with your light. Heiliger Geist, Herr, komm mit deinem Licht. Help each one to come to the light of Christ. Helfe jeden Einzelnen hier zum Licht Christi zu kommen. Some are hiding in the darkness, Lord. Manche verbergen sich, sie verbergen sich im Licht. My Jesus, right now, remove those darkness of the soul. Sie verbergen sich in der Finsternis. In diesem Augenblick, mein Jesus, entferne diese Finsternis des Right now, show their sins and convict their sins, Lord. In diesem Augenblick offenbare ihnen ihre Sünden, Herr, und schenke ihnen die Überzeugung über diese Sünden. Holy Spirit, Lord, come to each one now.
Heiliger Geist, der kommt zu jedem Einzelnen. Come with the spirit of sanctification, holiness, Lord. Komm mit dem Geist der Heiligung her. You are called each one of us here to holiness of life. Der Heiligkeit. Du hast jeden Einzelnen hier zur Heiligkeit des Lebens berufen. And we heard about it very clearly from the Bible, Lord. Und wir haben sehr deutlich aus der Bibel daraus gehört, Herr. You all want to go to heaven, Lord. Wir wollen alle in den Himmel gehen, Herr. We want to see you face to face in heaven for eternity, Lord. Wir wollen dich von Angesicht zu Angesicht im Himmel sehen. Right über now, eine ganze Ewigkeit take hinweg. away the darkness of sin, the dark of sin, and liberate us, Lord. In diesem Augenblick nehme die Finsternis der Sünde von uns hinweg, die Bürde der Sünde, Herr. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Come Geist. with the grace. Befreie uns, Come Herr. with Komm the mit power. Gnade, komm mit Macht. Hallelujah. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Come into my heart, come into Komm my in mein soul, Herz, komm in come mein to Sinn. my body, Lord, come to Komm in my mein life. Leib, komm in mein Hallelujah, Leben. hallelujah, hallelujah. Save me, Lord, save me, Lord. You only can save me, Lord. Nur du alleine kannst mich retten. Wash me in your blood, wash me in your blood. Wasch mich rein in deinem Hallelujah. Blut. Heal by thy body, Lord. Halleluja, heile Heal mich. me by thy wounds, Lord. Heile mich, Herr, mit deinen Go on praying, go on praying. Hallelujah, Bitte hallelujah. weiter. Bring all your problems to the wounds of Christ. Hallelujah. Herr, bringe jetzt all deine Probleme zu den Wunden Jesu. Maybe a headache, maybe a back pain, any physical illness. Vielleicht Hallelujah. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, jede körperliche Krankheit. Maybe an arthritic pain, rheumatic pain. Vielleicht arthritische Schmerzen, rheumatische Schmerzen. Maybe a cancer, maybe a tumor. Vielleicht Krebs oder Tumore. Maybe illness in the eyes or ears or in the brain. Vielleicht eine Augenkrankheit an den Ohren, im Gehirn. Or the problem in the legs or knees or hands. Bring everything to the Lord now. Probleme an den Beinen, an den Knien, an den Händen. Bring alles dem Herrn. Maybe a problem in the mind, maybe depression, sadness, fear, rejections. Vielleicht ein Problem in deinem inneren Selbst, Depressionen, Ängste, Trauer, Ablehnung. But as you feel so weak, so depressed, and so helpless. Vielleicht fühlst du dich so schwach, so depressiv, so hilflos. You are infirm right now. Tell the Lord to heal you and make you strong. Und du hast unterschiedliche Gebrechen und bist schwach. Bitte den Herrn, dich jetzt stark zu machen. He is your Lord, He is your Master, He is your Er ist dein Herr, er ist dein Meister, er ist dein Heiler. all your sins and all the consequences in on His body and died for you. Er hat all deine Sünden, all die Folgen der Sünden deine Sünden aus sein Leib genommen, ist für dich gestorben. Now in faith, receive those blessings. Hallelujah. Und im Glauben nimm diese Segnung an. You are healed already 2000 years ago. Du wurdest bereits geheilt vor 2000 Jahren. He saw all your weaknesses and sicknesses and took them on His body. Er hat all deine Schwächen, all deine Gebrechen, all deine Krankheiten gesehen und hat sie auf seinen Leib genommen. Believe in that mystery and say, thank you, Jesus. Glaube an dieses Geheimnis und sag danke, Jesus. Thank you, Lord, for having healed me, Lord. Danke, Jesus, dass du mich geheilt hast. Thank you for having liberated me, Lord. Danke, dass du mich befreit hast, Herr. Thank you for making me new, Lord. Danke, dass du mich neu schaffst. Right now, my Jesus, I pray with all the priests and all the saints, Lord. In diesem Augenblick, mein Jesus, ich bitte mit allen Priestern und mit allen Heiligen. Help each one here to believe and claim the healing which you already given them, Lord. Help jeden Einzelnen hier an die Heilung zu glauben und die Heilung anzunehmen, die du ihnen bereits geschenkt hast, Herr. And let all the headaches and the migraine headache right now depart. Lass alle Kopfschmerzen, alle Migräneschmerzen in diesem Augenblick verschwinden. My Jesus, right now, let them experience the power of the blood of your hands on their head, Lord. In diesem Augenblick erlaube es ihnen, Herr, die Vollmacht deines Leibes und deines Blutes in ihren Händen zu spüren. May the power of the blood flow right now to every cell of their body, Lord. Lass die Vollmacht deines Blutes in diesem Augenblick durch ein jedes einzelne Molekül ihres Leibes fließen, Herr. Durch jede Zelle. Heal the brain, Lord. Heile ihr Gehirn, I see some people with Alzheimer, Lord. Ich sehe Menschen mit Alzheimer, Some Herr. people simply losing memory, Lord. Einige Leute verlieren einfach nur ihre Erinnerung. Heal the brain, Lord. Heile ihr Gehirn, I see Herr. several people with much neuropathic pain. Ich sehe mehrere Menschen mit großen neuropathischen Schmerzen. Right now, heal the pains, Lord. In diesem Augenblick heile, Herr, diese I Schmerzen. see several people with arthritic rheumatic pains. Heal them, Ich Lord. sehe mehrere Menschen mit arthritischen, rheumatischen Beschwerden. Heile sie, No Herr. medicine, no doctors can heal you. Only you can heal, my Jesus. Keine Medikamente, keine Ärzte können sie heilen, nur du kannst sie heilen, mein Jesus. Hallelujah. You are healing them. You are already healed them. Du heilst sie, Herr. Du hast sie bereits geheilt.
praise, Lord. Danke, You dass du already uns answered our praise. Du hast bereits unsere Gebete erhört. Halleluja. That the power of our blood flow to the cancers and the tumor, Lord. Vollmacht deines Blutes durch ihre Krebs und Tumore fließen, Herr. Let your power, let your grace flow now. Let your Lass deine spirit, Vollmacht, deine Gnade fließen, Herr. Lass sie das erfahren. My people having swelling on the leg, pain on the problems of vein. An den Beinen haben Probleme mit den Venen, mit den Blutgefäßen. Pain, much pain on the knees, on the leg, on the feet. Sie haben Schmerzen an den Knien, an den Beinen, an den Füßen. Difficult to walk long. Es fällt ihnen schwer zu laufen. Right now, heal the legs. In diesem Augenblick heile ihre Beine. Who cannot lift the hands and much shoulder pain, pain on the hands long. Sie können ihre Hände nicht heben. Sie haben viele Schulterschmerzen, Schmerzen an den Händen. Heal the hand fully long. Heile ihre Hände ganz und gar. To use the hands to work and to praise you, Lord. Befähige sie, Herr, dazu ihre Hände zu benutzen und ihre Beine zu benutzen und zu laufen und dich zu preisen, Herr. I see the Lord is telling to 9 people who are not able to lift the hands because of a lot of pain. Come on, lift the hand and praise God. You will see. Ich sehe, der Herr sagt 9 Menschen, die nicht dazu imstande sind, ihre Hände zu heben aufgrund von Schulterbeschwerden. Hebt jetzt die Hände und preist den Herrn. Lift the hand now. Die den Schulterschmerzen haben, sagt jetzt, preis den Herrn, hebt die Hände. Und diese Schmerzen werden sofort verschwinden. Geh jetzt. Halleluja, Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. 18 people with a knee pain and pain on the feet to stand up and praise God. In diesem Augenblick, der Herr fordert 18 Menschen dazu auf, mit Knieschmerzen und Schmerzen an den Beinen und den Füßen jetzt aufzustehen und Gott zu preisen. Halleluja, Halleluja, Ehre, Halleluja, Ehre, Halleluja, Ehre, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Herr. Preise dich, Herr. Klatsch in die Hände und preis Gott. Halleluja, Halleluja. Jesus, 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 Jesus. Danke, dass du die Kopfschmerzen heilst, Herr. Danke, dass du die Augen und die Ohren heilst, Herr. Danke, Herr. In diesem Augenblick sind 7 Menschen an den Augen geheilt. Menschen mit grauem Star, mit Glaukom, mit grünem Star werden geheilt. Ich sehe 9 Menschen mit Tinnitus, sie können gut hören. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke für die Heilung. Halleluja. Now the Lord said 27 people are healed on the spine. Der Herr spricht, in diesem Augenblick wurden 27 Menschen am Kreuz geheilt. Ja, they can bend, they can kneel, they can stand, they can dance. Sie können knien, sich verbeugen, sie können stehen, sie können tanzen. Jetzt steh auf und tu das jetzt, was du zuvor nicht tun konntest. Deine Rückenschmerzen sind jetzt weg. Du hast keine Schmerzen mehr. Dein Rückenmark, deine Rückenbeschwerden sind gänzlich geheilt. Halleluja. Preis den Herrn. Ehre und Preis sei dir. Halleluja. Halleluja. In diesem Augenblick lass deine Macht durch ihre Herzen fließen. Und auch durch ihre Lungen. Menschen mit Asthma, Menschen, die nicht gescheit atmen können. Und manche haben schrumpfende Lungen, die kleiner werden. Und ich sehe, die Menschen werden von Lungenbeschwerden geheilt. Und mindestens 9 Menschen wurden am Herzen geheilt. 11 people healed in the liver. Und 11 Menschen wurden an der Leber geheilt. Es gibt Menschen mit Urinbeschwerden, mit Harnwegsinfekten. Heile Herr die Harnwege, heile Herr die Harnblasen, heile Herr die Nieren. Halleluja, Halleluja, danke Herr für die Heilung, die du verbringst. Es gibt mehrere Menschen mit Problemen an den Ohren und im Darm. Mindestens 17 Menschen wurden am Magen und am Darm geheilt.
Preis Gott, dank Gott. Renate, you are healed. Julita, you are healed. Renate, du bist geheilt. Julita, du bist geheilt. Thomas, du bist geheilt. Josef, du bist geheilt. Helmut, du bist geheilt. Simone, you are healed. Simone, du bist geheilt. Mutter, du bist geheilt. Elisabeth, du bist geheilt. Elisa, you are healed. Elisa, du bist geheilt. And Anna, you are healed. Anna, du bist geheilt. Elisa, 21 people with the name Maria get healed. Mindestens 21 Menschen mit dem Namen Maria empfangen Heilung. Some 16 people with the name Anna getting healed. 16 mit dem Namen Anna empfangen Heilung. Anneliese getting healed. Anneliese wird geheilt. Regina wird geheilt. Thank you, Lord. Gnade fließt. Petra, du bist geheilt. Halleluja. Liselotte, you are healed. Liselotte, du bist geheilt. Franziska, you are healed. Franziska, du bist geheilt. Franz, you are healed. Franz, du bist geheilt. Helmut, you are healed. Helmut, du bist geheilt. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Grace flowing to you. Hallelujah. Hallelujah. Grace and power flowing. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Teresa, you are healed. Christina, you are Christina, du bist healed. geheilt. Christian, grace flowing and healed. Christian, Gnade fließt. Hallelujah. Fabian, you are healed. Fabian, du bist geheilt. Florian, grace flowing. Florian, Gnade fließt. Grace flowing, healing your body completely. All your pain. Gnade fließt und heilt deinen ganzen alle Schmerzen. Thank you, Lord. Preis Gott. Halleluja. Inge, you are healed. Inge, du bist geheilt. Inge, you are healed. Inge, du bist auch geheilt. Thank you, Lord. Praise Danke, God. Herr. Hallelujah. Lucia, you are healed. Lucia, du bist Don't geheilt. doubt my son. Zweifel nicht, mein Kind. Grace and power flowing and healing you. Lucia, from all your cancer or some problem. Gnade und Macht fließt dich und heilt dich und heilt dich. Thank you, Lord. Lucia, von all deinen Problemen, all deinen Krebs. Glory, 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 hallelujah. Two people by name, James, Jacobo, Shahid. Zwei Menschen mit dem Namen James, Jakobus werden geheilt. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Gabi, grace flowing to you. Gabi, Gnade fließt durch dich. Two people with the name Gabi, much grace and getting healed. Ich sehe zwei Menschen mit dem Namen Gabi, viel Gnade empfangen. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Little Nathaniel getting healing. Thank you, Lord. Nathaniel bekommt Heilung. Johannes, you are healed. Johannes, du bist geheilt. Johanna, you are healed. Johanna, du bist geheilt. Don't doubt. Zweifel nicht. Hallelujah. Hallelujah. Ines, you are healed. Ines, du bist geheilt. Sandra, you are healed. Sandra, du bist I geheilt. see so many people getting healing right now. Siehst so viele Menschen empfangen jetzt Heilung. Praise God, thank God. Preis Gott, danke. Hallelujah. My Jesus, if there are people in the body habits, I ask you to heal them now. Mein Jesus, wenn es Menschen gibt mit schlechten Angewohnheiten, bitte ich dich jetzt, sie jetzt zu heilen. I see some people with a habit of smoking cigarettes. They are killing themselves by smoke, Lord. Es sind Menschen mit den schlechten Angewohnheiten des Zigarettenrauchens und sie töten sich selbst durch den Rauchen her. Befreie sie, Herr. I see some 14 people with alcoholism, even 3 women with alcoholism. Good Lord, Und ich heal them, liberate sehe them. 40 Menschen mit Alkoholabhängigkeit, sogar 3 Frauen mit Alkoholabhängigkeit. Herr, heile sie jetzt. Right now, sanctify them, In heal them. diesem Augenblick heilige sie jetzt, Herr. Let your power flow. Befreie sie, Herr. Und lass deine Macht durch sie fließen, Herr. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Helga, you are healed. Helga, du bist geheilt. Helena, you are healed. Helena, du bist geheilt. Christoph, you are healed. Come to Christoph, du bist geheilt. Just say, praise you, Lord. Thank you, Lord. Preise dich, Herr. Danke dir. And I see Peter, you are healed. Peter, du bist geheilt. Paul, you are healed. Paul, du bist geheilt. Paulina, you are healed. Paulina, du bist geheilt. Grace and power flowing to you. Gnade und Macht fließt durch dich. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Danke, Jesus. Put yourself close to the heart of Jesus. Komm ganz nah an das Herz Jesu heran. I see now grace, power from his heart flowing to you. Da ist Macht von seinem Herzen, das durch dich fließt. I see at least 19 people are receiving grace to make good confessions. Ich sehe mindestens 19 Menschen empfangen die Gnade, gute Beichten zu machen. 23 people the Lord has given grace to forgive and reconcile. 23 Menschen hat der Herr die Gnade geschenkt, zu vergeben und sich zu versöhnen. There's a lady was angry with the mother who died 3 years ago, not even offered a mass for her. Das ist eine Dame, sie war sauer auf ihre Mutter, die vor 3 Jahren starb. Und sie hat nicht einmal eine heilige Messe für sie aufgeopfert. God is giving her grace to forgive, not only to offer 1 mass, even 30 mass for the mother. Der Herr schenkt die Gnade zu vergeben und nicht nur eine heilige Messe, sondern sogar 30 heilige Messen für ihre Mutter. Thank you, God, for saving them both. Danke, Herr, dass Sie beide rettest und liebst. I see some
Then people are getting grace to forgive priests or bishops or church. Ich sehe neue Menschen bekommen die Gnade, Priester, Bischöfe und der Kirche zu vergeben. Ivana, Ivan, du bist geheilt. Ivan, du bist geheilt. Thank you, Lord. Sylvia, grace for you. Sylvia, Gnade fließt. Praise God. Thank God. I see Albert getting great infilling of the Holy Spirit. Ich sehe Albert, kommt große Erfüllung mit dem Heiligen Robert, Geist. you are healed. Robert, du bist You geheilt. don't doubt that. And Antonia, you are healed. Zweifel nicht, Anthony, du bist geheilt. So Anthony, you are healed. Anthony, du bist geheilt. Praise and thank God. Preis und Dank. Grace is going right now to several of you. Gnade fließt in diesem Augenblick durch mehrere von euch. Like turning the right side, put your hand on the one on the right and right. Dreh dich zur rechten Seite und lege dem vor dir die Hand auf und bete für den. Put on the shoulder or the head of the one who is on your right side. Lege das auf die Schulter von dem, das an der Rechten steht. Pray for healing, pray for grace. Auf Schulter oder auf Kopf, bitte um Heilung, bitte um Gnade. Turning to the right, not to the left, please. Dreh dich zur Rechten, bitte nicht zur Linken. When I say, or turn to the right. Nur wenn ich das sage, bitte dann zur Linken. Halleluja. Right now to the hands that power, grace, flow. Ihre Hände, lass Gnade und Kraft fließen, Herr. If you believe in your word, where 2 or 3 agree and pray, you will answer the prayer. Sie glauben an dein Wort, wenn 2 oder 3 sich darüber einig sind, wofür sie beten, so werden ihre Gebete erhört. Kraft deiner Macht, Kraft deiner Gnade, lass deine Macht fließen, Herr. Halleluja. Roswitha, you are healed. Roswitha, du bist geheilt. Marianne, you are healed. Marianne, du bist geheilt. Rosanna, you are healed. Rosanna, du bist geheilt. Rushena, you are healed. Rushena, du bist geheilt. Pray, Rusa, you are completely healed. Rusa, du bist gänzlich geheilt. Claim your healing and say thank you. Zweifel nicht, nimm die Heilung an dich. Thank you for this great moment, Lord. Danke für diesen großen Augenblick. Gabriele, you are healed. Gabriele, du bist geheilt. Raphael, you are healed. Raphael, du bist geheilt. Gnade fließt durch dich, Raphael. Danke, Herr. Michael, Michael, getting healed. Ich sehe 3 Menschen mit dem Namen Michael empfangen. Michael empfängt Heilung. Nicole, you are healed. Nicole, du bist geheilt. Nicola, you are healed. Nicola, du bist geheilt. Not doubt, my child. Zweifel nicht mehr. Daniela, you are healed. Daniela, du bist geheilt. She, the Lord, healing David. Ich sehe, der Herr heilt David. Anne-Marie, you are healed. Anne-Marie, du bist geheilt. Marianne, you are healed. Marianne, du bist Marianne, geheilt. doubt. Marianne, zweifel nicht. Halleluja. Danke, Herr. Preis dich, Herr. Klaus, du bist geheilt. Gnade erfüllt dich. Alle Schmerzen your skin is healed. Sogar deine Haut ist geheilt. Praise God. Dank Gott. Preis Gott. I see several people from skin diseases. In diesem Augenblick hat der Herr mehrere Menschen von Hautkrankheiten geheilt. Now turn the opposite side and pray for the one who prayed over you. Nun dreh dich zur anderen Seite und bitte für den, der für dich gebetet hat. Right now, Jesus, again, people laying hands. Wieder einmal legen die Menschen die Hände auf. Go to the hands. Gnade fließt durch ihre Hände. Halleluja, lass Befreiung und Heilung stattfinden. Heilige Augen, Herr, heilige Ohren. Halleluja. Es gibt mehrere Frauen mit hormonellen Beschwerden. Halleluja. In diesem Augenblick heile, Herr, von all diesen Problemen der Hormone. Es gibt Menschen mit einem schwachen Immunsystem. In diesem Augenblick stärkt ihr Immunsystem. Halleluja. Menschen, die unter Diabetes leiden, Herr, heile. Menschen mit einem hohen Cholesterin. Mit allen Problemen am Blut, Herr, heile sie. Heile ihr Blut, Herr. Lass deine Macht fließen, Herr. Mehrere Menschen wurden vom Kopf geheilt. Katrina, du bist geheilt. Zweifel nicht, mein Kind. Gnade fließt. Halleluja. Matthäus, du bist geheilt. Lukas, du bist geheilt. Bartholomew, du bist geheilt. Gnade fließt und heilt dich. Danke, Herr. Preis dich, Herr. Eva, du bist geheilt, ganz nah.
Halleluja. Zweite Wichtige. Danke, Herr. Halleluja. Eva Maria, Grace Freud. Eva Maria, Gnade fließt. Evelina, du bist geheilt. Adolf, du bist geheilt. Gnade fließt und heilt dich. Danke für diesen Augenblick. Danke, Herr. Halleluja. Jesus, in diesem Augenblick, Herr, heile alle Krankheiten. Das Gnade macht fließend. Halleluja. Ich führe jeden einzelnen Herr zu deinem Herzen. Das Wunder geschehen, Herr. Mehrere Menschen haben eine gute Erinnerung, Herr, und sie sind geheilt von Kopfschmerzen. Der Herr hat 13 Menschen davon geheilt. Und von Insomnia, Menschen, die nicht schlafen können, der Herr schenkt ihnen die Gabe des Schlafens. Der Herr sagt, heute Abend wirst du gut schlafen. Hallelujah, thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Mighty, wonderful Lord. Praise you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Turning to the Eucharist. Put a hand on the chest. Dreh dich zur Eucharistie und lege die Hand auf die Brust. Close your eyes. Schließe die Augen. Believe and claim all what you asked for. Glaube und nimm das an dich, alles, worum du gebetet hast. Perhaps you can hear the Lord whispering in your soul. Vielleicht hörst du, wie der Herr in deine Seele flüstert. Perhaps calling you by name. Vielleicht ruft er dich beim Namen. Margit, you are healed, or Margareta, you are healed, or Monica, you are healed. Margit, Margareta, Monika, du bist Or geheilt. Henriette, you are healed. Oder Henriette, du bist geheilt. You can hear in your heart the voice of the Lord. Du kannst in deinem Herzen die Worte des Believe Herrn. that more than what James said. Glaube an das mehr als an das, was James gesagt hat. Perhaps you can have a message in the heart. The Lord is telling you, my child, I heal you, believe. Vielleicht hast du eine Botschaft in deinem Herzen und der Herr sagt dir, mein Kind, ich heile dich, glaube. Perhaps the Lord is speaking some advice, some kind of corrections. Vielleicht sagt der Herr, gibt dir der Herr Ratschläge oder Verbesserungsvorschläge. Maybe to reconcile with somebody, or to make a good confession, or to help the poor people. Vielleicht dich mit jemandem zu versöhnen, eine gute Beichte abzulegen, den Armen zu helfen. Often holy masses for those who passed away. Heilige Messen für jene aufzuopfern, die dahingeschieden sind. Often penance for the souls in purgatory. Oder Sühne auszuopfern für die Seelen im Fegefeuer. To many people the Lord is saying, go, they lead to the mass. Zu mehreren Menschen spricht der Herr, geh täglich in die heilige Messe. And hear the Lord speaking to your soul. Listen and do what He tells you. Ihr könnt den Herrn hören. Er spricht in deine Seele. Höre und tu, was er dir sagt. Believing that the Lord has healed you, liberated you, kneel down as new person and get the blessing of the Holy Eucharist. Im Glauben, dass der Herr dich geheilt hat und dich befreit hat, knie dich nieder als neue Person und empfange die Segnung der Heiligen Eucharistie. Let's call on His name, Jesus. Wir rufen seinen Namen Jesus. And receive a blessing for us, for our families, for our parish, for everyone. Und wir empfangen eine Segnung für uns, für unsere Familie, für uns alle, für alle.
Ja, Halleluja. Halleluja. All those who are happy, lift the hands. Alle, die sich freuen, hebt die Hände. Give a clap, applause. Gebt dem Herrn einen großen Applaus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus, from my heart. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus, from my heart. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, from my heart. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 from my heart. La 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 How many of you believe that you are healed from any sort of problem, maybe problem in the mind or physical illness in the hands? Wie viele von euch glauben, dass ihr geheilt seid von irgendeinem Problem? Was heißt, es ist ein Problem in der Psyche oder im inneren Selbst oder ein körperliches Problem? Hebt die Hände. Don't look at the wrist and the hand, look at your heart and then lift your hand. Schaut nicht zu den anderen und hebt dann die Hand, sondern sieh in dein Herz und hebt dann die Hand, wenn du die Heilung siehst. Who healed you? Wer hat dich geheilt? Jesus! 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 Jesus, you are a wonder. Jesus, you are a wonder. Jesus, you are a wonder. You are a wonder to my soul. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You are a wonder to my soul. Jesus, you are a healer. Jesus, du bist ein Heiler. Jesus, you are a healer. Jesus, you are a healer. Jesus, you are a healer. You are a healer to my soul. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You are a healer to my soul. Jesus, you are a power. Jesus, du bist eine Kraft, eine Macht. Is she a power in your life? Ist eine Macht in deinem Leben? Ja oder nein? Ja oder nein? Jesus, you are a power. Jesus, you are a power. Jesus, you are a power. You are a power to my soul. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You are a power to my soul. That song, Jetzt haben wir das letzte Lied and Tony may have something to announce. und Trauder hat vielleicht ein paar Ankündigungen. Please, during adoration, during mass, no handy is allowed. Bitte während der Anbetung und während der Heiligen Messe sind hier keine Handys erlaubt. So any volunteer see, check them out. Also falls die Freiwilligen, falls ihr jemanden sieht mit einem Handy, mit einem Smartphone während der Anbetung Heiligen Messe, dann schmeißt sie raus. It's very, very bad. Das ist sehr schlecht. When we are praying, you will get no blessing at all in this retreat if you are doing that. Ihr kriegt keine Segnung bei diesen Exerzitien, es werden andere dadurch gestört. Da kann die Gnade nicht so richtig fließen, also lasst es sein. And if you want a video or CD or something, you can get from Gary. Falls ihr Videos oder CDs, DVDs davon haben wollt, könnt ihr sie von Gary During the bekommen. mass and the adoration, no handy or any apparatus, please. Während der Heiligen Messe und der Anbetung kein Handy und keine Geräte, bitte. Das kommt alles auf If you YouTube. are using any machine, that means you are not attending the mass, not attending the adoration, you will be checked out from that room. Falls ihr diese Geräte benutzt, das heißt, ihr seid nicht bei der Heiligen Messe, ihr seid nicht bei der Anbetung,
von Herzen dabei und dann werdet ihr vom Zimmer von dieser Halle verwiesen. Please volunteers, even if they register and pay, check them out if they are using the handy during Mass and adoration. Bitte Freiwilligen, falls selbst wenn Sie registriert sind und wenn Sie bezahlt haben, schmeißt Sie raus, wenn Sie Ihre Handys während der Heiligen Messe oder während der Anbetung benutzen. Okay? Okay? There's a reason for that. They were distracting the whole group. Es gibt einen Grund dafür, Sie haben die ganze Gruppe abgelenkt. Okay? And they are not come for a retreat. They came for photos. Sie sind nicht zu den Exerzitien gekommen, Sie sind einfach nur gekommen, um Bilder zu machen. They were recording, not for retreat. Sie haben das aufgenommen und das ist nicht, um an den Exerzitien They teilzunehmen. did not attend the Mass or adoration. They wanted to take photos. Sie waren nicht bei der Heiligen Messe, bei der Anbetung dabei, Sie wollten nur Bilder machen. So please, tomorrow onwards, see that during Mass, adoration, no apparatus to be used, except those who are officially using. Also bitte morgen bei der Anbetung, bei der Heiligen Messe, sieht zu, dass hier keine elektronischen Geräte benutzt werden. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. I know they are offended, so I ask you pardon. Also, ihr versteht das nicht. Es kann sein, dass Leute nicht geheilt werden, weil sie abgelenkt werden. Ja, second time she had offended. Habt ihr das begriffen? Ja. Also lasst es sein. Amen. Ist es klar? So lasst es. Amen. Die Traune noch was sagen? Traune, wolltest du noch was sagen? Please listen to it loudly. Ganz kurz. Morgen, ich bitte dich, dass wir morgen schon um 8:30 hier sind. Morgen kommen auch unsere kroatischen Freunde. Die werden schon um 7 Uhr da sein. Der ganze Sektor wird dort für die Kroaten reserviert sein. Bitte um 8:30 da zu sein, dass wir früh genug beginnen können, dass zuerst der Lobpreis und es steht zwar später drauf, aber der Tag ist morgen so wichtig. Es ist einfach, auch die Beichte ist angesagt, damit wir mit der Zeit auch recht kommen. Um 8:30 da sein, bitte. Ne? Und jetzt um 8 Uhr auch schon da sein, ist kein Problem, wir sind früher da. It is confession, not counseling. Only say your sins to the priest. Don't say the long story and prevent chance for others. Also bitte nochmal, das ist eine Beichte und es sind keine Beratungsgespräche das heißt, wenn ihr dort hingeht, sagt eure Sünden, ja, und erzählt keine langen Geschichten, ausschließlich ausgestanzt eure Sünden, damit anderen auch die Gelegenheit haben, dann die Beichte, die Lossprechung anzunehmen. The subject of the confession is your sin, not the stories of sin. Das Thema, Gegenstand eurer Beichten sind eure Sünden, nicht die Geschichten eurer Sünden. And more important is to renounce the sin and the occasions of sin. Das and then confess. Wichtigste ist, der Sünde zu widersagen, den Gelegenheiten zur Sünde zu widersagen und dann die Sünde zu beichten. Then some people take 1 hour, 2 hours with the priest and say the story, their story, husband's story, family story, and others who are in the queue do not get chance to make confession. Manche Leute lassen sich 1 Stunde, 2 Stunden und erzählen dann die Geschichte ihrer Vorfahren, die Sünden ihrer Ehemänner, die Sünden ihrer Ehefrauen und dann nehmen sie 2 Stunden in Anspruch und dann haben die anderen nicht die Möglichkeit zur Beichte. It's good, such confession you can make after retreat with the other priest. Es ist gut, solche Beichten könnt ihr nach den Exerzitien mit anderen Priestern machen. 2 days ago, Father Bernhard from Heiligen Croatia, after the retreat in Burgenland, about 100 people went to him for life confession. Neulich sagte der Pater Bernhard aus Heiligenkreuz, das nach unseren Exerzitien im Burgenland, dass über 100 Leute zu ihm hingegangen sind und ihre Lebensbeichte abgelegt haben. So you can do that after retreat. Ihr könnt es nach den Exerzitien machen. It's not because we don't want to hear, but there are many. Tomorrow Croatians also coming. There will be about 700, 800 people. All have to make confession. Das ist nicht, weil wir das nicht hören wollen, sondern das ist, also morgen kommen dann auch noch einige Kroaten. Es gibt hier 700, 800 Menschen und sie wollen alle beichten. So be strict by confessing sins. Also seid streng und bringt ausschließlich eure Sünden zum Ausdruck. And tell the stories of sin to Jesus before confession or after confession. Und sagt dann die Geschichten eurer Sünden dann Jesus dem Herrn, entweder vor oder nach der Beichte. Amen? Amen. Okay, last song we stand up and sing. So, ein Lied, ein letztes Lied, wir stehen auch ein bisschen.